Ich möchte zum einen die junge Clara Wieck zeigen, wie sie als Komponistin und als aufstrebende, beginnende Künstlerin sich auf dem Podium präsentierte, wie sie vor Publikum zeigte, was sie konnte, und sie konnte sehr viel, und wie sie sich auch etablieren wollte mit einer eigenen Komposition, die gespickt ist mit technischen Finessen, die sie aufgrund ihrer riesigen Hände und aufgrund ihrer enormen Fähigkeiten einfach wunderbar bewältigen konnte. Und die Schwierigkeit ist, mit manchmal sehr wenig Material, so wie nur ein Pizzicatosatz, muss man doch eine ganze Welt davon kriegen, um wirklich das Klavier zu schätzen. Es gibt verschiedene Balance zu kriegen. Manchmal wirklich ein ziemlich großer Klang, also symphonischer Orchesterklang, und manchmal auch sehr, sehr dicht. Ja. Manchmal sogar nur beim zweiten Satz ein Klavier und ein Cello. Später dann als Interpretin hat sie sehr viel reflektierter gespielt. Und das ist meine zweite Sicht, die ich auf dieser CD präsentieren möchte, dass sie nämlich Beethoven sehr oft interpretierte, ihre Interpretation auch im Laufe der Jahrzehnte veränderte. Also ich habe mir auch als Interpretin alte Ausgaben aus dem 19. Jahrhundert besorgt, habe studiert, wie hat man im 19. Jahrhundert Beethoven interpretiert. Das geht von Pedalisierung über Tempobezeichnung, über dynamische Bezeichnung. Es gibt einige schöne alte Ausgaben, wo da noch wirklich Aufzeichnungen darüber sind. Und versuche so natürlich Rückschlüsse darauf zu ziehen, auch aus ihren Briefen und Tagebüchern, wie Clara den Beethoven wohl gesehen hat. Dazu die wunderschöne Idee war, die Kadenz von Clara Schumann im 4. Klavierkonzert Beethoven zum Kombinieren. Mit Ariane bin ich sehr gut befreundet. Und sie hat eine Leichtigkeit in ihrem Dirigat und gleichzeitig eine Fähigkeit, dann auch in diesen leisen Tönen so viel Dramatik zu zeigen mit dem Orchester, dass es eben nicht ein Begleiten wird, sondern die ganze Zeit ein Dialog bleibt. Manchmal hatte ich den Eindruck, es ist ein zweiter Clara Schumann da neben mir. Und das war sehr berührend eigentlich. Das war eine helle Freude, das zu proben, das gemeinsam zu entwickeln und dann eben live aufzuführen und in den Konzerten mitzuschneiden. Ich habe alle Tagebücher zu Hause, ich habe alle Briefe zu Hause, ich habe sämtliche Biografien, die es gibt, die Aufzeichnungen der Kinder. Studiere gerade die ganzen Repertoirelisten, was hat sie wann gespielt. Ich finde das unglaublich spannend, sich mit diesem Leben zu beschäftigen und für mich auch ein großes Vorbild.